Gönlleri bizinde olur her viraja, her köye, her şehirde seni ararken gözlerimde kaldın, gönlümde sen. Gönlleri bizinde olur her virajda, her köyde. Georgen som jag las mandenten göständerten göl bir pasajda göl almak acı bir dişte yedi güdüm selatayırken peki işte göç yola bazıdı karselde çetüzen. Göller kadar derin, dağlar kadar yüksek, gönlümde saklı her an seni bekler. Her durakta seninle bir bahar mevsimi, yürekten akar sevdanın melodisi. Aşkla yollar buluşur, çocuklar bekçilik, dalgalarla dans eder. Hayatın rengi, Ege'nin meltemi, rüzgarların sesi, sevgiler, gönüller uzakta, aşkın izinde, her virajda eğletir. Ey cegalemin verdi işte Kârlam dolisi. Unsere ersten Meter in der Türkei. Die Straßen sind schon mal besser. Hat Benjamin mir vorgesagt, dass ich das sage. So. Späßle. Späßle. Ja, das war auf jeden Fall mal ein ordentliches Grenzzinnober mit 3 Passportkontrollen. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Weiß gar nicht, wie lange. Ja, da sind wir also. Neues Land, neues Glück. Ja, wie heißt die Ortschaft? Uppsala. Wir sind jetzt in Uppsala, essen jetzt mal Pite, haben dann auch hier so lustige Tütchen bekommen mit Peperoni drin, Salätchen, Cola schön. Ja, schauen wir mal. So, Katja versucht sich mal am Kauf einer eSIM. Das haben wir bisher noch nie gemacht, so richtig wissen wir noch nicht, wie es geht. Guck mal, ob gleich 25 € weg sind oder. Kontrolliert auch. Das ist gut. Ja, wir reisen schon seit einiger Zeit. Das heißt einiger Zeit. Kurz hinter Uppsala. Mit Begleitung von Carina und Severin aus Bayern. Ich weiß jetzt nicht, wohin die Reise noch zusammenführt.
Wir fahren jetzt noch ungefähr so 8 Kilometer, es ist schon wieder sehr heiß. Die beiden wollen nach Istanbul. Ja, ist auch mal sehr nett, sich mit anderen Reisenden auszutauschen. Ja, vielleicht bleiben wir noch eine Weile zusammen. Vielleicht aber auch nicht. Und erster Tag in der Türkei geht zu Ende. Ja, war eigentlich ganz gut. Wir haben ja ein bisschen Gesellschaft gehabt heute. Das war ganz abwechslungsreich und immer schön, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Haben dann eine ausgedehnte Pause gemacht. Also die anderen beiden sind dann weitergefahren. Und jetzt um 18:30 Uhr oder so sind wir dann nochmal los. Haben nochmal 10, 12, 13 Kilometer gemacht. Sind jetzt hier auf dem Acker. An einer recht großen Straße da hinten, von wo wir gekommen sind. Aber das ist uns mittlerweile auch egal. Hat auf jeden Fall noch ein bisschen was gebracht, nochmal abends zu fahren, weil heute war es nochmal sehr heiß. Aber wir sind guter Dinge, dass es jetzt sukzessive nach unten geht. Mit den Temperaturen, hoffen und glauben auch, dass es so ist. Ja, schauen wir mal, wie wir schlafen. Gute Nacht. Petals turning Benjamin, had you run away. Grandma Heaven's behind them now. Across the world they'll find their way. Well spinning on countryside they glide. Dream every mile. Blue skies above them, winds at their back. Benjamin and Kasha. Wir sind an einem Mähdrescher. Scherz. Ja, um uns rum gewittert. Also wir haben zumindest Blitze gesehen. Da hinten ist auch schon dunkelgrau. Dunkelgrau weiß ich nicht. Jedenfalls grau. Hier geht es einigermaßen. Was allerdings krass ist, ist natürlich der Gegenwind. Also wenn, dann hat man natürlich Gegenwind. Mit Rückenwind sind wir auch heute nicht gesegnet. Das wäre echt ein Träumchen. Welche Windgeschwindigkeiten schätzen wir? 50? Könnte sein. Na, schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Jetzt machen wir erstmal Päuschen. Wollten gerade hier eben Wasser holen und eigentlich auch gerade schon weiter. Und dann wurden wir nochmal auf Melone essen eingeladen und Kaffee. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Und ja, haben jetzt im Gepäck 2, ich glaube so Zuckermelonen sind das, ne? Ja, lassen wir uns auf jeden Fall schmecken. Eine zum Frühstück und eine zwischendurch. War ganz toll. Super lecker, super nett, sehr, sehr lieb. Nur sehr, sehr schade, dass wir uns praktisch nicht unterhalten konnten. So ein kleines bisschen mit Händen und Füßen. Sehr schade, ganz liebe Leute. Ja, war sehr liebe Frauen, die uns das angeboten haben. Kaffee getrunken, war wirklich sehr schön. Ja. Gut. Ja, die Schlafplatz wieder mit Aussicht. Ja, Schön. ein kleines bisschen den Straßenlärm gedämpft. Wir gehen in alle Richtungen Wege weg. Da kommen wir gut unter. Super. Das gefällt mir in der Türkei. Sehr. Echt interessant. Okay. Okay. Bei angenehmen, weiß ich gar nicht, 28, 29 Grad fahren wir hier Richtung Tekirdağ.
Machen jetzt eine Melonen-Esspause. Da haben wir auch schon ein kleines Hundi. Der sieht ausnahmsweise mal lieb aus. Naja, ausnahmsweise nicht, aber der sieht jedenfalls lieb aus. Wir haben uns jetzt in Tekirdağ dann doch, auch wenn es relativ teuer ist, für 2 Nächte eine Unterkunft genommen. Da werden wir dann Video schneiden, zweiter Teil Nordgriechenland und uns dann übermorgen auf den Weg weiter Richtung Istanbul machen. Ja, aber jetzt machen wir erstmal Melonen-Esspause. Da ist nochmal der Hundi. Arisada simulaş benimle. Taşların kökenisi şaş. Geschichte ist wie schon dumm und es ist schön. Wie gesehen, denkences plan. Murat güleriz sesinde. Adım adım aşklarıyız. Türkiye her yanı süper. Yol aldım dağlardan denize, gördüm köyleri gözümde. Bozkır'da rüzgar esti, gözyaşlarım düştü gönlüme. Diyardan diyara geçtim, her şehirde bir hatıra. Kendimle konuştum birçok defa, Türkiye'nin her yerine. Gel gezdim bu yolları, ateş gibi her ağrı. Anadolu'nun kokusu ta içime işledi. Şehirleri, köyleri kalbime nakşetti. Kapadokya'nın periveri, Pamukkale'nin beyazı. Efsaneler dolaşır dilden dile, Türkiye'nin her yanı. Bir yolculuk, bir aşk, bu topraklarda yaşamak. Toprağın bereketi Konya'nda, fırtınaların sesi. Ocakların kuyruğunda, Alanya'nın sıcak kumsalları. Antik kentleri ateş gibi her Anadolu'nun kokusu ta içime işledi. Şehirleri, köyleri kalbime nakşetti. Kapadokya'nın periveri, Pamukkale'nin beyazı. Efsaneler dolaşır dilden dile, Türkiye'nin her yanı. Generildi bir Bedingsicht. Ich lass das sehen, was Yokuştan bize bilsin belleyse İmi parlam on dines Cünübüm sin fadicuk Alkanos karlile beles Simoni kabayu çümü gelsi Sihkitade besmiyeti Kommadini meskamidus Erzimi besmiyeti getir Gezdim bu yolları Ateş gibi Pause. Einen schönen Platz ausgesucht, wie immer. Aber mal nicht auf dem Acker.
Wir sind in der dritten Pause heute. Füllen hier an der Moschee nochmal unsere Wasservorrätchen auf. Viel los ist hier nicht gerade. Wir sind jetzt mal parallel zur großen, sagen wir mal, Bundesstraße gefahren. Großer Vorteil ist natürlich, es ist viel ruhiger, es gibt deutlich weniger Verkehr. Große Nachteile sind, man hat mehr Anstiege, man hat meistens nur Schotter, mehr Hunde, die nerven, bellen. Aber wir kommen jetzt gleich wieder auf die Hauptstraße. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir sind am Marmara-Meer. Kleiner Scherz, wahrscheinlich wird der Ton eh rausgenommen. Ja, sehr schön. Mal gucken, ob wir hier eine Mittagspause machen können. Wenn ja, wären wir, glaube ich, nicht die Ersten, die das hier machen. Bisschen plattgetreten alles. Bisschen Plastikkrams liegt rum. Ansonsten schöne Aussicht. Gut, schwimmen können wir nicht ohne weiteres, aber halten, ja. Wir sind in Istanbul, haben es geschafft nach 3.500 Kilometern, ungefähr 26.000 Höhenmeter und als Belohnung gibt es hier richtig schönen Millionenstadt-Stadtverkehr.
Ganz großartig. Ja. I'm in Istanbul, caught midnight flight. I'm in Istanbul, baby, on in the moon, soft light. Wandering down those ancient streets, feeling the blues tonight. Oh, Istanbul, baby, you got my heart so tight. Oh, Istanbul, baby, you keep me up all night. Sip Turkish coffee with the Galata views. Sipping Turkish coffee, baby, blend city cues. The rhythm of the Bosphorus, singing its endless blues. Oh, Istanbul, baby, you got my heart so tight. Oh, Istanbul, baby, you keep me up all night. From the Grand Bazaar and Sultan's charm, I'm entranced by your spell. Got my guitar, I'll sing all night about how you cast this spell. Yeah. Oh, Istanbul, baby, got my heart so tight. Oh, Istanbul, baby, you keep me up all night. Walking by the Hagia Sophia under ancient timeless sky. Walking by the Hagia Sophia, baby, feeling history signs. Every step on cobblestones awakens deep sometimes. Yeah, yeah, Istanbul, baby, you got my heart so tight. Oh, Istanbul, baby, keep me up all night. By the Bosphorus Bridge, the lights they gleam. Ferry boats ripple like a dream. By the Bosphorus Bridge, baby, sharing secrets with the stream. Every wave and breeze, whisper, tells what we've seen. Oh, Istanbul, baby, got my heart so tight. Oh, Istanbul, baby, you keep me up all night. Er hat die Richtung gesagt, ja. Gut, alles klar. Das ist ja einfach.
vorne. Wunderbar. Ja, oder wir fahren hier runter, aber Steil? Ja. Gut. Wir sind am Kochen in Istanbul. Ja gut, ist ja eigentlich wurscht, wo wir kochen. Jedenfalls in der Küche. Es gibt Köfte, da zeichne ich mich verantwortlich. Reis mit Erbsen und ein bisschen Vegata, sag ich jetzt mal. Katja macht Tomatensalat mit Knoblauch und Zwiebel. So, können wir gleich essen. Essen ist fertig. Dann einen guten Appetit. Appetit. Wir sind gestern in Istanbul angekommen, so richtig. Haben jetzt eine Woche Urlaub und eine ganz tolle Unterkunft bezogen. Ein historisches Apartment. Sind hier unter dem Dach, Benjamin und ich. Haben aber auch noch Besuch aus Deutschland seit gestern Abend. Mal runter. So, hier wird schon wieder fleißig gearbeitet für den Videoschnitt. Also die Brüstung, ne, für dich geht's ja vielleicht. Nein, jetzt doch nicht. Ja, müssen wir rausschneiden. Ja, auf jeden Fall ist Mirja aus Hamburg da. Wir freuen uns sehr. Sie hat eine abenteuerliche Anreise. Hat es dann aber geschafft, mit alle Widrigkeiten zu überstehen. Und ist dann gestern Abend um 22:30 Uhr, glaube ich, hier eingetroffen. Jetzt haben wir erstmal schön ausgeschlafen, frühstücken, trinken Kaffee. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so weitergeht. Und eine wunderschöne Aussicht gibt es gratis dazu. Mit ganz viel Fantasie sieht man dort hinten die Hagia Sophia.